Hallo meine lieben Freunde von Altem Playmobil. Heute habe ich für euch einige Bauernhöfe und Pferdehöfe aufgestellt, vom Jahr 1992 bis 2011. Wir tauchen ein in das arbeitsreiche Leben am Land mit den Tieren und Traktoren. Den alten Bauernhof und Ponyhof von 82 und 85 habe ich euch schon am 29. März gezeigt. Heute machen wir weiter mit dem neuen Stecksystem Bauernhof von 92. Die Verpackung ist sehr zweckmäßig gestaltet. Vorne sehen wir die Vorderseite des Bauernhofes und auf der Hinterseite der Verpackung ist die Rückseite abgebildet. Der neue Stecksystem Bauernhof ist wieder auf der Grundlage eines alten Fachwerkhauses von 77 aufgebaut. Das Einfahrtstor stammt von Ponyhof von 1985. Auch die seitlichen Anbauten kommen uns bekannt vor. Sie sind von der Western Ranch von 1987. Es gibt aber neue Fensterteile mit einer Mauerfront. Die Tür vom Hühnerstall stammt vom Westernhaus von 1987. Neu bei diesem Bauernhof ist der Träger für den Dachvorsprung. Der Giebel ist sehr wackelig aufgebaut, wird aber vom Traufenelement stabilisiert. Mit den neuen Stecksystemteilen können wir den Dachboden nicht nur von der Frontseite her bespielen, sondern es gibt auch auf der Seite ein doppeltes Dachelement mit einer großen Aussparung. Am Giebel haben wir eine Umlenkrolle mit einer neuen verlängerten Seilführung. Es ist ein Aufzug angebracht. Hier kann der Bauer die Getreidesäcke in den Dachboden einlagern. Es gibt auch an der Frontseite vom Fachwerkhaus eine Umlenkrolle, diese wird aber sehr selten benutzt. Wir haben eine schöne Durchfahrt mit 2 Tore an der Vorderseite und an der Rückseite für den Futtertisch. Innen haben wir neue Absperrungen, kurze und lange für den Tierbereich. Links die alten Kühe. Auf der rechten Seite Schweinestall und Hühnerstall. Am Giebel haben wir ein Storchennest aufgesteckt. Dieses ist auf einem echten Kutschenrad aufgebaut und wir sehen hier das Storchenpärchen beim Brüten. Neu beim Bauernhof sind auch die Tauben. Wir haben einen sehr schönen Taubenschlag. Hier würde das Aschenputtel sehr gut dazu passen. Zum Füttern der Tauben und Hühner gibt es auch das alte Teller. Wir haben 2 Figuren, neben dem Bauern auch die Bäuerin. Die Bäuerin ist gerade unterwegs mit dem Melkschemel vom Hirten von 1979 die Kühe zu melken. Wir haben noch die alten Kühe, allerdings schön bedruckt. Es ist auch ein neuer Misthaufen enthalten mit einem Hahn, 3 Hühnern und 6 Küken. Wir sehen den alten Brunnen, neue Sonnenblumen und der alte 8-teilige Weidezaun vom Schäfer. Zum Bauernhof von 92 ist auch ein neuer Traktor herausgekommen, der den alten grünen Traktor von 78 ablöst. Der neue Traktor hat wieder einen Fendt als Vorbild, man kennt das an der Turbomatic-Aufschrift. Es ist ein schöner Allradtraktor mit dem typischen Planetengetriebe am Vorderrad für den Allradantrieb, schöne Kotflügel am Vorderrad. Die Motorhaube kann man aufmachen, allerdings ist kein Motor enthalten. Auf der Motorhaube haben wir den schönen Luftfilter,
Der Frontladerarm ist noch vom alten Traktor, allerdings mit einer größeren neuen Schaufel. In der Kabine Sitz, Lenkrad und Steuerpult. Der Bauer hat grüne Gummistiefel, eine dunkelblaue Latzhose, Schnurrbart, graue Handschuhe und eine gelbe Billimütze. In der Packung sind auch 2 Hühner enthalten. Als Maschinen haben wir einen sehr schönen Frontkreiselmäher, den man vorn aufbauen kann. Hinten haben wir einen Pflug eingebaut. Es ist endlich ein schöner Wendepflug, damit man auch auf der Rückfahrt das Feld bestellen kann. Der Pflug ist auf einem breiten Halter aufgebaut und der breite Halter hat dann noch einen schmalen Halter für den Traktor. Es gab 1992 auch einen neuen Heuwagen in roter Farbe, diesen habe ich nicht. Der Traktor wurde dann für den neuen Stecksystem Bauernhof 1999 wieder erneuert, bekam eine blaue Farbe und der gelbe Heuwagen war in der Packung enthalten. Der neue System X Bauernhof kam 1999 heraus. Das System X ist auf einer 1 cm dicken Grundplatte aufgebaut. Allerdings ist das Raster genau gleich wie beim Fachwerk und wir sehen, dass hier auch Elemente wie die Tore weiter vom Stecksystem verwendet wurden. Wir haben eine Bodenplatte für den Futtertisch. Wir haben eine Stalleinrichtung, aber der Stall selbst hat keinen Boden. Das Dachelement hat das typische abgestufte Dach von den nordamerikanischen Farmen. Tatsächlich wurde dieser Bauernhof erst 2018 nochmal in dunkelroter Farbe mit einem roten Getreidesilo nochmal herausgegeben, typisch für die nordamerikanischen Farmen. Wir haben hier wieder einen Aufzug für den Getreidesack. Wir haben einen Dachboden. Auf den Fensterbrettern kann man die Tauben einstecken. Es gibt einen neuen Zaun, der ist nicht mehr wie der alte grüne Zaun. Die Elemente sind einzustecken und nicht mehr einzuhängen. Wieder der Misthaufen, ein Baum, der Bauer und es gibt hier die neuen Kühe. 1999 werden die neuen Kühe eingeführt. Sie sind zweifärbig gedruckt, haben elastischere Hörner, nicht mehr so wie die alten, die leicht abgebrochen sind. Und wir haben 3 Rinder, einen Stier mit dem Fleck am Kopf, eine Kuh und ein Kalb. Es sind noch Hund, Katze und Schweine enthalten. Zu diesem Bauernhof gab es eigentlich kein Wohnhaus. Ich habe deshalb als Wohnhaus hier das Exklusivset von Galeria Kaufhof von 2008. Es war hier ein Wohnhaus, eine Maschinenhalle mit den ganzen Maschinen enthalten. Wir sehen hier, das Wohnhaus hat dieselbe Dachkonstruktion wie die Scheune, ebenfalls mit einem Aufzug, aber mit einem etwas dunkleren Rot bei den Fenstern. Die Eingangstür ist die normale Wohnhauseingangstür. Wir sehen, der Bauer hat hier schon Gemüse für den Bauernmarkt vorbereitet. Die Katze und auf der Bank liegt die Farmzeitschrift mit den Neuigkeiten des Farmlebens. Es ist jetzt eine Farbzeitschrift, nicht mehr schwarz-weiß wie die alte Ponyhof-Zeitschrift. Wir sehen überall die schönen
Blumenfässer. Die Einrichtung des Wohnhauses ist mit den neuen Möbeln von 2004. Die schöne Küche mit der vollen Einrichtung und dem Besteck, Herd, Spüle, Regal, Küchentisch und ein angeschnittener Kuchen und 2 Kaffeetassen für Bauer und Bäuerin stehen am Tisch. Das Schlafzimmer ist etwas einfacher gestaltet. Anstatt den neuen Betten des modernen Wohnhauses haben wir hier die alten Gitterbetten, wie sie auch in den Western-Sets verwendet werden. Wir haben eine Nachttischlampe, aber es fehlt leider der Nachttisch. Im Dachboden haben wir sehr viel Werkzeug. Wir haben eine große grüne Kiste, 2 braune Kisten, 2 Körbe, einmal das Waldarbeiterwerkzeug, einmal das Bauernwerkzeug mit Sichel, Heugabel, Mistgabel, Besen, einmal Schaufel, Rechen, Sense, dann nochmal eine dunkelgraue Gabel, dann das Gartenwerkzeug, Laubrechen, Jätwerkzeug, Heckenschere und dann noch das Mechanikerwerkzeug, das neue mit dem Akkubohr. Es sind auch 3 Eimer in allen 3 möglichen Formen: Mittelalter, Normal und der neue Western-Eimer. Es ist auch eine Sackkarre für die Säcke dabei. Am Wohnhaus ist noch ein kleiner Vorbau angebaut, der Stall für die Rinder. Die Bäuerin ist gerade dabei, die Hühner zu füttern. Es sind 6 Heuballen dabei, 6 kleine, ein großer und eine Getreidegarbe. Es ist noch ein großer Zaun, der rundum läuft, und die große Maschinenhalle. Die Maschinenhalle ist mit den Pferdehof-Dachelementen gebaut. Auf der Seite haben wir langgezogene Fenster mit einer Brüstung und wir haben das Pferdehof-Fassadenelement. In der Maschinenhalle haben wir den neuen Traktor in blauer Farbe wie von 99, den alten Anhänger von 78, allerdings mit einem grauen Unterbau anstatt dem üblichen roten Unterbau. Es ist auch Pflug und Egge enthalten, ein neuer Wassertank für die Weide. Man kann hier echtes Wasser einfüllen und mit dem Ventil kann man das Wasser öffnen und es fließt dann von allein in die Tränkeschale für die Kühe. Ebenfalls dabei ist ein Mähdrescher, ganz besonders der Claas-Mähdrescher in der echten Claas-Farbe, Claas Lexion. Dieser Mähdrescher war in diesem Exklusivset enthalten, wurde aber auch in einem einzelnen Exklusivset einmal verkauft. Wenn man fährt, dann dreht sich vorn die Haspel und es drehen sich die Räder. Man kann oben die Strohballen einstecken und wenn man dann lang genug fährt, dann fällt hinten ein Strohball heraus. Wir haben noch einen Ausleger mit einer Getreideschnecke, mit dem man dann den Traktor, den Anhänger beladen kann. Allerdings vermute ich, dass er eine graue Farbe hatte. Ich habe ihn hier in weiß nachgerüstet. Jetzt kommen wir zum neuen Bauernhof von 2011. Ebenso ein Stecksystem Bauernhof. Den gab es eben mit der Standardausführung in dieser Größe. Und dann konnte man noch ein Erweiterungsset dazu kaufen, das ich hier gemacht habe. Allerdings ist der Bauernhof sehr instabil. Es ist nur die Seitenwand, die leicht auseinanderbricht, und wenn man den Bauernhof
in die Höhe hält, dann bleibt die ganze Einrichtung am Boden stehen. Deshalb habe ich den Bauernhof mit einer großen System X Grundplatte ausgerüstet, mit 2 Auffahrten vorn und hinten, und jetzt ist es ein sehr stabiles Gebäude geworden, das man auch mit der ganzen Einrichtung aufheben kann. Wir sehen hier die großen Stallfenster. Hier ist ein Halter für das Werkzeug, das große Einfahrtstor, 2 kleine Firsttore, Türen. Hier haben wir den Stall. Wir haben einen Heukran mit einer Zange für die Heuballen. Bei der Stalleinrichtung haben wir einen Stand für die Kühe mit Futterbaren, mit den Fressgittern, mit den Abtrennungen. Hier kann man eine Abtrennung auf und zu machen. Selbsttränke. Der Bauer ist gerade dabei, mit seiner elektrischen Melkmaschine die Kühe zu melken. Er hat hier eine Melkmaschine mit 2 Melkkannen und einen Melkschemel. Hier haben wir den Kälberstall mit 2 Saugeimern. Die Kälber können durch die Tür ins Freie gehen und haben dort einen Auslauf mit elektrischem Zaun. Die Bäuerin, hier ist die Batterie, die Autobatterie für den elektrischen Zaun. Und es ist auch ein Warnschild und auf der anderen Seite ein Wasserhahn. Die Bäuerin und das Kind füttern das Kalb. Auf der anderen Seite haben wir den Schweinestall, einen sehr großen Schweinestall mit einer Wärmelampe, mit den verschiedenen Schweinebuchten, und die Schweine haben auch einen Auslauf ins Freie mit diesem Zaun. Es fällt auch Mist an. Wir haben 6 Kotfladen, die man mit der Schubkarre einsammeln kann. Die Katzen bekämpfen die Mäuse, damit sie nicht das gelagerte Futter auffressen. Und besonders schön ist das kleine Schwalbennest mit der Schwalbe und dem Küken. Zum Bauernhof von 2011 gehört auch ein Wohnhaus. Das Wohnhaus habe ich allerdings nicht ausgepackt. Es ist auch im Stecksystem gebaut und hat sehr viel Zubehör, Produkte für den Bauernmarkt, Sonnenblumen, Gehege für sehr viel Geflügel, Enten und Gänse und ein Rosenspalier. Zu diesem Bauernhof von 2011 gehört der Traktor, der Claas-Traktor in grüner Farbe. Der Traktor war eigentlich 2005 neu. Damals hatte er, glaube ich, eine rote Farbe, und dieser Traktor war eben von 2011. Ein sehr schöner großer Traktor. Vorn hatte er keine Hydraulik mehr, sondern nur noch ein Zugmaul, einen neuen Frontlader mit einer großen Ballenzange. Ebenso kann man eine Palettengabel nachrüsten oder eine kleine Schaufel. Bei den neueren Modellen gibt es dann eine Ballengabel und auch eine größere Schaufel. Sehr große Räder, 2 große Auspuffe, Stiegenaufgang, Führerhaus, Blinklicht, hinter der Kabine Werkzeugkasten mit Werkzeug, ein Zugmaul und ein großer Anhänger. Den Anhänger kann man abkippen, man kann die Seitenwände öffnen und man kann die Rückwand öffnen. Beim Bauernhof war ein großes Getreidesilo dabei. Wir sehen hier den Füllstand des Kraftfutters. Das Silo ist halb voll. Es ist ein Auslauf, und wenn man den Auslauf
ablässt, dann kann man das Getreide aus dem Silo in den Anhänger verladen. Der Anhänger hat an der Hinterseite eine Getreideklappe. Man kann dort aufmachen, man kann die Schubkarre darunter stellen und man kann den Anhänger, man kann das Getreide hier abladen. Das funktioniert sehr gut. Dieses Kraftfutter ist Granulat in der Form von Leinsamen. Jetzt fahren wir mit dem Futter in den Stall und suchen hier die Bäckerschaufel und hier können wir den Futterautomaten der Schweine befüllen. Oben kommt das Futter hinein und unten rutscht es heraus und die Ferkel können fressen. Das war jetzt der Bauernhof. Jetzt kommen wir zum Pferdehof. Der erste Pferdehof ist im Jahr 2001 herausgekommen. Ich habe hier diesen Pferdehof von 2001 mit einer Erweiterung verlängert. Wir sehen, der Pferdehof ist auch im System X gebaut, allerdings ist er etwas niedrig. Wir haben hier nur die System X-Säulen und keine Wand. Vorne haben wir zwei nebeneinander liegenden Auffahrten auf die Grundfläche. Wir haben die Pferdeboxen. Auf der rechten Seite gibt es einen Bereich, wo man die Pferde satteln kann. Hier sind die Haken für die Sättel und für das Zaumzeug. Interessant zu sehen, die Absperrstangen sind Zaunstangen vom Westernzaun der Farm von 87. Bei der Erweiterung haben wir eine eingesetzte Wand und auch hinten eine graue Auffahrt. Wir haben überall große Scheinwerfer. Im Dach sind hier Dachfenster eingelassen. Das ist, glaube ich, nur bei diesem Pferdehof. Im Außenbereich sehen wir eine große Fahne, die auf einer Säule am Zaun festgemacht ist. Ein schöner umlaufender Weidezaun, zwei Blumenbeete, den Brunnen. Wir haben hier auch echte Pferdeäpfel und eine kleine Schubkarre. Es sind Ponys dabei und es sind zwei Pferde dabei bei diesem Pferdehof. Dieser Pferdehof von 2001 wurde dann erneuert im Jahr 2007. Dieser Pferdehof wird als moderner Reiterhof bezeichnet. Wir sehen hier ein höherer Aufbau. Wir haben auch einen Dachboden aufgebaut mit Luken. Das Schild Pferdehof, die Stände sind alle neu gestaltet. Vorn haben wir ein Gitter und auf der Seite haben wir eine Tür. Auf der Rückseite haben wir Abtrennungen und eine Futterraufe. Die Hinterseite ist die Wand, die wir bereits bei der Maschinenhalle gesehen haben, mit eingesetzten Fenstern. Auf der Hinterseite der Rückwand gibt es Ablagen für das verschiedene Gerät für das Reitturnier. Wir sehen hier Werbeschilder für Futter, denn am Reiterhof gibt es auch einen kleinen Shop, wo man Leckerli und Futter für die Pferde kaufen kann. Mit den Reiterhöfen ist auch jeweils ein neuer Farmwagen herausgekommen, ein alter grüner von 2001 mit dieser Anspannung und ein neuer gelber von 2007 mit einer Doppelanspannung. Ich habe diesen hier nur so schnell zusammengestöpselt, nur zu zeigen, es ist von der Konstruktion her der alte Farmwagen, Western Farmwagen aus den 80er Jahren. Ebenfalls dabei beim Reiterhof
der Farmwagen war natürlich nicht dabei, aber beim Reiterhof war noch ein Misthaufen dabei, Schubkarre und ein Brunnentrog. Zum Abschluss nur noch ganz kurz das Reitturnier. Das Reitturnier von 2011 mit einem schönen neuen umlaufenden Zaun, den Eingang, 2 Fahnenmasten, 2 Blumentöpfen mit den Preisen, Pokal und Kokarden, die neuen Hürden, Wassergraben und 2 Reiter. 2011 hatten wir ja bei Playmobil verschiedene Pferderassen, deutsches Sportpferd, Araberpferd, Trakehner. Man konnte hier die verschiedenen Pferderassen bei Playmobil kaufen. Damit bin ich heute auch schon am Ende mit dem Bauernhof. Beim nächsten Video kommt wieder ein Set von meiner Tochter, nämlich das Prinzessinnenschloss. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.